Oh, hallo! Schön, dass ihr da seid. Was haltet ihr davon, wenn wir uns heute ein bisschen über germanische Herrscher unterhalten? Okay, ihr habt gerade nicht wirklich eine Wahl, weil so interaktiv ist das Format nicht. Aber falls ihr ein anderes Thema haben wolltet, schreibt es in die Kommentare unten drunter und dann kümmern wir uns darum. Germanische Herrscher. Wie stellt man sich das normalerweise vor? Normalerweise, wenn wir die Augen zumachen, sehen wir eine dunkle Halle und man prostet sich mit Trinkhörnern zu. Sowas in etwa. Oder sowas. Aber haben germanische Herrscher wirklich aus Trinkhörnern getrunken? Germanen und Trinkhörner. Ein Klischee so alt wie wahrscheinlich die Germanen selber. Aber wir hatten ja eben die Frage, hat ein germanischer Herrscher oder haben die Germanen aus Trinkhörnern getrunken? Wir haben hier die Bestattung oder eine Bestattung aus Marbedel. Hier wurde ein reicher Mann im 2. Jahrhundert bestattet. Lasst uns doch mal schauen, war da ein Trinkhorn dabei oder nicht? Und? Hättet ihr das gewusst? Das Rind da unten. Das ist ein Trinkhorn-Endbeschlag. Das Rind war hier draufgesetzt und die Ringe waren als Aufhängung für das Trinkhorn da, damit man es an die Wand hängen konnte. Weil eines waren diese Trinkhörner auf jeden Fall extrem unpraktisch, weil abstellen ist nicht wirklich. Was aber bei dieser Bestattung noch viel, viel spannender ist als diese Trinkhornbeschläge, zumindest meiner Meinung nach, ist das, was direkt daneben liegt. Und das ist die Kelle-Sieb-Garnitur. Eine Kelle-Sieb-Garnitur sieht erstmal nur aus wie ein kleines Nudelsieb und eine Kelle, die daneben ist. Aber eigentlich geht es darum, wie trinkt man seinen Wein? Und was haben die Römer damit zu tun? Kelle und Sieb, was ist da jetzt so besonders dran? Naja, die Römer haben ihren Wein ja nicht einfach so getrunken. Ein Römer, der etwas auf sich hielt, hat seinen Wein verdünnt und oder mit Gewürzen vermischt. Und das funktionierte am besten, indem man die Gewürze in den Sieb reingemacht hat und den Wein dann durchlaufen lassen hat. Der Sieb hat dann die Gewürze zurückgehalten und man hatte schön gewürzten Wein. Was bedeutet das jetzt, wenn wir so eine typische Kelle-Sieb-Garnitur in einem germanischen Grab finden? Naja, es bedeutet jetzt erstmal nicht, dass der Bestattete genauso getrunken hat. Und da kommen wir zu einer Frage, die immer ganz spannend bei Bestattungen ist. Was findet man denn in Gräbern? Findet man das, was den Bestatteten gehört hat? Oder ist es nicht eher ein Ausdruck, was die Nachkommen dem Bestatteten gerne zugeschrieben haben? Und das ist eine Frage, die wir uns jetzt immer stellen müssen, wenn wir über die nächsten Gräber sprechen. Wir haben jetzt hier eine andere Kelle-Sieb-Garnitur, dieses Mal aus dem 3. Jahrhundert und aus Emmersleben. Warum ist das mit der Kelle-Sieb-Garnitur so wichtig? Naja, es zeigt halt, wie gesagt, dass man sich hier am Römischen orientiert hat, an der römischen Lebensweise. Und das ist eine Sache, die sich tatsächlich hier durch die germanische Oberschicht zieht. Dass man zeigen wollte, man weiß, wie man trinkt. Also wie man weiß, wie der Römer trinkt. Und das ist auch mehr als nur, wie zum Beispiel die Silberlöffel, die hier drinnen liegen, einfach nur ein Gegenstand, der aus dem römischen Imperium nach Germanien gekommen ist. Wir haben also Mitglieder der germanischen Oberschicht, die wussten, wie ein Römer Wein trank. Woher wussten die das? Naja, ein Grund zum Beispiel ist, dass Mitglieder dieser germanischen Oberschicht Auxiliareinheiten für die Römer geführt haben und da ganz klar in Verbindung mit der Lebensweise gekommen sind. Ein ganz prominentes Beispiel ist Arminius. Eine andere Möglichkeit, wie Germanen in Verbindung mit der römischen Lebensweise gekommen sind, sind Kriege und Handel. Das sind übrigens beides Themen, die ihr euch wünschen könnt. Wir haben einmal Kriege, wir haben einmal Handel. Stimmt ab und das nächste Video wird in die Richtung gehen. Ansonsten, wenn ihr noch mehr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare nach unten oder schreibt uns generell. Und wir hoffen, dass ihr bald wieder einschaltet, wenn wir euch neue Dinge aus der Germanausstellung erzählen.